Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmieren-Lernen-Serie. So, heute wollen wir uns angucken, was Typecasts sind. Typecasts sind etwas, was man mit Vorsicht verwenden sollte, aber durchaus benutzen kann. Es führt oftmals zu Fehlern, wenn man es falsch macht, aber wenn man es richtig macht, dann ist es absolut kein Problem und kann wirklich helfen, den Code zu strukturieren und sehr, sehr praktisch zu verwenden alles. So, wir haben jetzt hier einfach mal eine Schule erstellt, wir haben noch eine Schule erstellt und wir haben ein Gymnasium erstellt. Ein Gymnasium ist aber gleichzeitig auch eine Schule, also eine Unterklasse von Schule. Und ja, es kommt jetzt eigentlich nicht wirklich auf die Werte da innen drin an. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir wollen ein bisschen Magie mit diesem Gymnasium machen. Ich hänge das gerade mal oben drüber. So. Und was wir jetzt hier machen können tatsächlich, ist Folgendes. Wir sagen hier einfach, okay, jedes Gymnasium ist eine Schule. Ja, dann kann ich es doch aber auch in eine Schulvariable einspeichern. Also Schule, nicht G, aber vielleicht G2 ist gleich. So, und jetzt sagen wir einfach G. Oder ich kann ja auch natürlich sagen, New Gymnasium. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das funktioniert. Denn wenn ich hier jetzt ein neues Gymnasium erstelle, dann hat dieses Gymnasium ja alles, was ich mit einer Schule auch machen kann. Sprich, ich kann auf G2 ein neuer Schüler aufrufen. Ich kann auf G2 die Anzahl an Schülern setzen. Ich kann auf G2 den Namen setzen. Ich weiß nur, wenn ich jetzt hier das Ganze umkonvertiert habe in Schule, weiß ich nicht mehr, dass hier noch ein Public String Abschluss gleich Abitur existiert in meiner G2-Variable. Den verliere ich dadurch. Und das ist so ein bisschen der Nachteil bei Upcasts. Also man spricht von Upcasts, wenn ich von einer Unterklasse, sprich Gymnasium, in eine Oberklasse, sprich Schule, konvertiere. Dann verliere ich alles, was ich hier unten habe. Also ich verliere es nicht wirklich, es ist immer noch alles da, aber ich vergiss es zumindest temporär, also gerade mal kurz für ein paar Momente, vergiss ich, dass das Ganze hier eigentlich ein Gymnasium ist. Aber das hat trotzdem durchaus seinen Sinn. Also ich schreibe hier mal wieder G hin, dass wir quasi G in unsere G2 Schule hier reinspeichern. Das ist jetzt nämlich ziemlich sinnvoll, denn jetzt können wir hier ein Array von Schulen machen zum Beispiel. Das heißt, wir können hier sagen, mein Array aus Schulen, also Schule, Array, Klammern, Schreibweise, wie gesagt, ist relativ egal. Wir nennen es jetzt nicht G, mein Array oder sowas, ist gleich. So, und jetzt packen wir hier einfach mal in unsere, da ist ja schon, in diese Klammern rein, und zwar eine Schule, dann YouTube und wir können hier sogar G reinpacken. Was natürlich super mächtig ist. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach ein Array aus Schulen, aber davon ist eine sogar tatsächlich ein Gymnasium. Aber ich habe es ja gerade mal kurz vergessen. Ich könnte hier jetzt natürlich auch G2 reinpacken. Da ist das schon offiziell vergessen worden. Wenn ich jetzt hier aber G reinpacke, dann merken die meisten Programmiersprachen, okay, G wird einfach hochkonvertiert. Das kann ich ja jederzeit machen und dann habe ich hier ein Schularray. Und dann kann ich zum Beispiel auf allen Schulen, also in einer Vorschleife zum Beispiel, Schule I in mein Array kann ich jetzt hergehen und hier irgendwas machen, wie zum Beispiel I. neuer Schüler. Dann kommt einfach auf jede Schule in unserem Array ein neuer Schüler drauf. Das ist jetzt natürlich hier relativ umständlich. Ich meine, im Endeffekt haben wir hier mehr Zeilen, wie wenn wir das für jede Schule aufgerufen haben. Aber wenn wir diese Schulen automatisch irgendwo rauslesen, und ich meine, das ist ja nicht beschränkt auf Schulen, sondern es können auch irgendwelche abstrakten Datentypen sein oder irgendwie zum Beispiel eine Benutzerdatenbank. Das heißt, wir haben hier am Ende ein Array aus Benutzern. Und diese Benutzer, die haben natürlich verschiedene Stati eigentlich. Und zum Beispiel hat der eine dann Administratorstatus, sprich er ist in der Unterklasse Administrator. Dann haben wir einen Moderator, dann haben wir einen normalen Benutzer, dann haben wir noch irgendwas anderes und so weiter und so fort. Und da haben wir natürlich einen Haufen Unterklassen, aber wir können die einfach mal ganz kurz alle hier hoch konvertieren und plötzlich alle Benutzer gleich behandeln, denn vielleicht müssen alle automatisch irgendwas machen oder alle müssen irgendwie eine Funktion einloggen haben oder sowas. Oder alle wollen jetzt gerade eine SMS-Benachrichtigung bekommen, dass jetzt gerade irgendwas gepostet wurde oder sowas. All diese Sachen lassen sich durch diese Upcasts wirklich sehr, sehr simpel machen und man muss da nicht irgendwie überlegen, oh, das ist jetzt vielleicht eine Unterklasse und was mache ich jetzt damit, sondern man kann einfach hier sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Funktion, eine Function, so und die nimmt jetzt hier vielleicht gerade mal eine Schule A und macht damit irgendwas.
Und jetzt kann ich hier aber auch genauso ein Gymnasium reinstecken. Das heißt, ich kann auch einfach hier sagen, hier unten jetzt Function, ich habe den Namen von der Funktion vergessen, ABC. Und dann sagen wir hier einfach ganz normal ABC von G. Also das ist alles super möglich, weil ich jetzt hier automatisch dann sage, okay, Schule, also jedes Gymnasium ist eine Schule, das heißt, ich werde automatisch hier hochkonvertiert, aber ich habe hier trotzdem noch mein normales G, mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Das ist jetzt nur in der einen Funktion, wo es hier gerade eben hochkonvertiert oder abgecastet wurde und das funktioniert dann ohne Probleme. So, jetzt die andere Richtung. Das war jetzt die Richtung Upcasts, jetzt gehen wir in Richtung Downcasts. Downcasts machen irgendwas mächtiger, aber es ist oftmals mit einem Fehler verbunden. Also Upcasts kann ich meistens super machen, das ist kein Problem, aber Downcasts ist schwierig. Denn bei Downcasts habe ich jetzt hier die Möglichkeit, auch wirklich meinen Code zum Abstürzen zu bringen. Und das ist immer so ein kleines bisschen, das möchte man eigentlich nicht. Aber manchmal braucht man es trotzdem. Und deswegen zeige ich euch ganz kurz, wie das funktioniert. Ganz kurz noch zur Schreibweise. Viele Sprachen benutzen dann sowas wie Schule G2 ist gleich. So, und dann müssen wir jetzt hier irgendwas vorne dran schreiben, wenn es ein expliziter Typecast ist. Das bedeutet, wir wollen genau sagen, und das wird gecastet. Punkt, aus, fertig. Bei Upcasts braucht man das normalerweise nicht. Bei Downcasts, also von Schule zu Gymnasium, dann braucht man das öfters mal. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass es sich bei, ich sage jetzt hier einfach mal nochmal Schule G2 gleich G, dann wissen wir ja, okay, G2 ist eigentlich ein Gymnasium, aber wir haben es jetzt hier ganz kurz in eine Schule konvertiert und machen jetzt hier irgendwas damit. Und jetzt wissen wir aber, okay, das ist jetzt auch wirklich ein Gymnasium, jetzt können wir es wieder ohne Gefahr runter konvertieren. Das heißt, wir sagen Gymnasium, man sollte nicht meinen, dass ich da mal war, so schlimm wie ich schreibe hier. Gymnasium G3 von mir aus ist gleich. So, und jetzt wollen wir die Schule wieder in ein Gymnasium verwandeln. Das wird meistens nicht funktionieren. In den allermeisten Sprachen wird euch das einfach einen Fehler werfen und sagen, nein, das mache ich nicht, das ist gefährlich, da kann ich abstürzen. Also das Programm sagt, ich kann da abstürzen, deswegen mache ich das nicht. Wenn ihr aber das Programm dazu zwingen wollt, dann schreibt ihr normalerweise Klammern vorne dran und sagt, okay, das ist ganz sicher ein Gymnasium, deswegen kann ich das hier jetzt casten und da passiert nichts, das stürzt dabei nicht ab. Und ja, das funktioniert dann normalerweise. Das heißt, ich zwinge meine Schule dazu, auch wieder diesen Public String Abschluss zu erkennen. Der muss ja irgendwie gespeichert sein. Der ist da ja auch noch drin. Und das hat sich natürlich G2 hier eigentlich gemerkt, aber wir haben hier nur offiziell keinen Zugriff drauf. Und durch dieses Runtercasten wieder in ein Gymnasium können wir jetzt auch diese Funktion hier wieder benutzen. Das werdet ihr häufiger sehen, als es den meisten Entwicklern lieb ist, weil, wie gesagt, diese Downcasts sind immer gefährlich. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hinschreiben würde, YouTube runterkonvertieren in ein Gymnasium, dann haben wir das ganze Ding hier nur als New Schule erstellt. Und das wird mir einen Fehler schmeißen, das wird zur Laufzeit meistens abstürzen, sprich, es macht einfach blöp und tot. Und das sind dann diese berühmten Errors, wo ein Programm aufhört zu reagieren oder wo es komplett aufhört oder a problem has occurred, bla bla bla. Oder sowas in die Richtung. Das ist natürlich immer gefährlich, das möchte man eigentlich vermeiden, deswegen sollte man auch diese Downcasts hier eigentlich vermeiden, aber man benutzt es doch ganz gerne mal. Vor allem in Kombination mit Instance Off oder sowas, aber das werde ich euch irgendwann anders noch zeigen. Okay, das war's von meiner Seite erstmal wieder zu den Typecasts, zumindest als grundlegende Information war es das, glaube ich mal, was wichtig ist und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!